Du hast dir vor kurzem den Go eCharger Gemini Flex gekauft und möchtest ihn zu Hause installieren, weißt aber nicht genau wie? Gar kein Problem. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du deine neue Wallbox selbst montieren kannst. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und heute zeige ich dir, wie du deinen neuen Go eCharger Gemini Flex installieren kannst. Eine wichtige Info noch, bevor wir loslegen. Solltest du dir einen Go eCharger Gemini gekauft haben, also die stationäre Ladestation, dann kontaktiere eine Elektrofachkraft, denn der Go eCharger Gemini muss im Gegensatz zum Go eCharger Gemini Flex von einem Experten an dein Stromnetz angeschlossen werden. Die Installationsdetails findest du in der dem Charger beiliegenden Kurzanleitung. Okay, dann legen wir jetzt los mit der Montage deiner mobilen Wallbox. Um den Go eCharger Gemini Flex zu installieren, brauchst du einen Bleistift, eine Wasserwaage, ein Maßband, eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher und einen Hammer. Bereite dir auch schon mal das beiliegende Befestigungsmaterial vor, damit du dann alles zur Hand hast, wenn du es brauchst. Bevor du die Montage startest, lese dir bitte die Sicherheitsbestimmungen in der dem Charger beiliegenden Kurzanleitung durch. So, hast du dir alles bereits gelegt und die Sicherheitsbestimmungen gelesen, dann können wir jetzt den Go eCharger montieren. Schritt 1. Montiere den Go eCharger Gemini Flex je nach persönlichem Wohlempfinden ca. 1 Meter bis 1,45 Meter über dem Boden. Achte beim Ermitteln der optimalen Montageposition auf einen geeigneten Abstand zur Drehstromdose, damit sich der CE-Stecker der Ladestation mühelos einstecken lässt. Der Go eCharger sollte gerade unterhalb der CE-Dose montiert werden, damit wenig Druck auf die Zuleitung ausgeübt wird. Halte die Wandmontageplatte an die gewünschte Montageposition und richte sie gerade aus. Nimm dazu am besten eine Wasserwaage, damit am Ende die Wallbox nicht schief hängt. Markiere dann einfach die 4 Bohrlöcher mit einem Bleistift. Schritt 2. Jetzt, wo du die Bohrlöcher markiert hast, kannst du dir den Bohrer zur Hand nehmen und an den markierten Stellen die Löcher bohren. Schritt 3. Befestige die Wandmontagenplatte mit den dazugehörigen Schrauben und Dübeln ganz einfach in der Wand. Am besten nimmst du für den Dübel einen Hammer. Sollte es Unebenheiten an der Wand geben, kannst du sie normalerweise ganz einfach mit Distanzscheiben ausgleichen. Und jetzt Schritt 4, kannst du ganz einfach die Wallbox anhängen. Optional kannst du das U-Stück hier beim Kabel anbringen oder direkt oberhalb des Go eChargers befestigen, wodurch sich das Gerät nicht mehr von der Wandmontageplatte abnehmen lässt. Das dient als Diebstahlsicherung. Zusätzlich könntest du auch ein Vorhängeschloss anbringen, wobei das Schloss nicht im Lieferumfang enthalten ist. So einfach geht's. Im Grunde ist damit auch schon die Montage erledigt. Abschließend gibt es noch ein paar Dinge, die du beachten solltest. Gebäudeseitig oder in der Ladestation ist ein Gleichstromfederschutz in Form eines FI-Typ B bzw. FI-Schutzmoduls erforderlich. Der Go eCharger hat ein FI-Schutzmodul integriert. Es schaltet die Ladestation im Falle eines vom E-Auto erzeugten Federstroms ab. Gebäudeseitig ist daher nur ein FI-Typ A erforderlich, sofern lokale Vorschriften nicht davon abweichen. Zudem muss ein Leitungsschutzschalter vorgeschaltet sein. Zusätzlich sind Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B oder C für 16 bzw. 32 Ampere. 3- oder 4-polig bei dreiphasigem Anschluss, 2-polig bei einphasigem Anschluss. Das war's auch schon. Jetzt schauen wir uns nun die erste Inbetriebnahme an, damit du den Ladevorgang starten kannst. Schließe in einem ersten Schritt den Go eCharger Gemini Flex direkt an eine rote CE-Dose oder mit einem Original GoE-Adapter an eine passende Steckdose an. Sobald der Go eCharger angeschlossen ist, werden die LEDs in Regenbogenfarben erstrahlen. Denn im Rahmen der erstmaligen Inbetriebnahme oder nach einem Neustart führt die Wallbox einen Selbsttest durch. Der dauert ca. 5 Sekunden. Jetzt ist der Go eCharger auch schon betriebsbereit. Die Anzahl der blau leuchtenden LEDs entspricht dem eingestellten Ladestrom. Über den Druckknopf kannst du aus den vordefinierten Ladestufen auswählen. Die Ladestufen kannst du dann noch in der Go eCharger App individuell anpassen. Den Link zur App findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du weitere Informationen zur Bedienung des Go eChargers haben möchtest, schau dir unser Video dazu an. Wir haben es für dich oben rechts verlinkt.
Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Falls du noch weitere Fragen hast, lass uns gerne einen Kommentar unterhalb des Videos da. Oder besuche unsere Website oder unseren GoE-Blog. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tim.